this world? Will you guide me through this pain? Will you always hold my hand when I need you? When I don't know what I'm doing with myself, I'm a lost soul, walking through this world like I have some idea. When I don't, and I take on the bag. Nach 3 Wochen in San Cristobal de las Casas ist es schön, endlich wieder on the road zu sein, obwohl wir dort eine grandiose Zeit hatten. Die Straße von San Cristobal runter ins Tal wendet sich den Berg hinunter in eine völlig andere Vegetation und hier sind wir wieder in der Wärme. Mexiko ist auch berühmt für seine Wasserfälle und einen davon, El Chiflón, gehen wir heute besichtigen. Ist man, wenn man einen Wasserfall in der Regensaison von einem Aussichtspunkt aus begutachtet. Regen pur. Dort vorne waren wir. Ziemlich eindrückliche Wassermenge, die hier runterkommen. Like there's something in the way that you are that makes me smile like a drunk. It makes me high like a drug. Makes me wanna be near you like I'm caught in this fog. And Gestern besuchten wir den Wasserfall El Chiflón, ein extrem imposanter Wasserfall, vor allem jetzt in der Regensaison. Schwimmen kann man leider nicht. Da wir das nicht konnten, entschieden wir uns ein bisschen weiter zu fahren, hier nach Uninayap, wo sie Quellen haben. Jeder hier im Dorf hat einen eigenen Pool und hier im Dorfkern gibt es eine schön angelegte Anlage mit Frischwasserpools, schönen Wasserfällen, echt gemütlich gemacht und sie geben sich auch Mühe, dass das Ganze in gutem Zustand und sauber ist. Als wir ankamen, waren sie bereits am reinigsten, haben neues Wasser gelassen und das Beste ist, da wir mit Whaley hier stehen können, sind wir am Abend völlig alleine, um den perfekten Sonnenuntergang über die Tiefebene von Chiapas zu sehen. Und am Morgen früh die einzigen, die das erfrischende Bad für sich alleine genießen können. Am Nachmittag kommen dann jeweils ein paar Leute, setzen sich in die Palapas, die man mieten kann, essen, trinken und schwimmen den ganzen Tag. Am Wochenende will man sehr wahrscheinlich nicht hier sein, aber unter der Woche ist es nicht so ein Problem. Aber ich genieße jetzt zuerst mal ein erfrischendes Bad ohne die ganzen Mexikaner. Weil es hier so schön ist, bleiben wir mal wieder ein bisschen länger. Wir haben uns entschieden, noch eine 3. Nacht hier zu bleiben, fahren aber heute mal kurz in die Stadt nach Comitán und dazu nehmen wir jetzt unser neues Motorbike runter. Wir machen einen kleinen Ausflug, um was essen zu gehen, Stadt anschauen, mal kurz ins Internet und ein bisschen was einzukaufen. Keine 10 Minuten und die Maschine ist unten und fahrbereit. Finde ich ein gutes System, passt mir so. When I get there, I'll
Wir haben schon wieder ein kleines Paradies gefunden. Wir campieren hier am Lago de Montebello, ist ein Nationalpark in Chiapas, der rund 50 kleine Seen hat, kleine und größere, in verschiedensten Farben. Und hier sind wir jetzt mal wieder eine Weile. Hinter mir ist gleich das Dorf Ciscao, wo eigentlich die offizielle Campingmöglichkeit ist. Kostet 80 Pesos pro Person und bietet WLAN, Badezimmer und Dusche. Da wir das alles nicht brauchen und es uns irgendwie ein bisschen zu busy ist mitten im Dorfkern, haben wir uns hier hingestellt. Eigentlich ist es nicht erlaubt, hier zu campen. Wir konnten aber einen Deal finden mit dem Wächter hier. Hat uns einen guten Preis gemacht und so haben wir hier unsere Ruhe an diesem herrlichen, wunderschönen Platz. Wir haben schon wieder unser Motorrad runtergenommen und mit diesem besichtigen wir jetzt die restlichen 49 oder so Seen. Und auf dieser Hügelkette da hinten ist übrigens bereits die Grenze zu Guatemala. Da wollen wir aber noch nicht hin, das dauert noch eine Weile. Da bietet Mexiko noch viel zu viel, um zu erkunden. Deeper, I will shout. Let me know when I get closer. Wir wollten die Ausgrabungsstätte Chincoteac besuchen, kurz vor den Lagos de Montebellos. Leider sind sie aufgrund Coronavirus geschlossen und das schon seit 2 Jahren. Keine Aussicht auf eine Öffnung. Schade, aber der Guide vor Ort hat uns für ein paar Pesos, die wir ihm gegeben haben, dann doch die größte Pyramide gezeigt und ein bisschen die Geschichte erklärt. Ganz alles konnten wir nicht sehen, aber war trotzdem ganz spannend so. Und wir mögen ihm die paar Pesos gönnen, definitiv, weil er sonst wahrscheinlich seit 2 Jahren nichts zu tun hat, dort rumsteht und ja, ziemlich traurig. Und jetzt checken wir mal wieder das Internet, mal schauen, ob wir hier Empfang haben. Wir haben nämlich in der letzten Zeit sozusagen nie Internet und sind immer offline unterwegs. Ab und zu finden wir wieder Empfang und können so wieder mal mit der Welt kommunizieren. Hallo Welt! Hallo Welt! Ihr fragt euch sicherlich schon lange, wie so ein ganz normaler Morgen bei uns aussieht, nämlich genau so wie hinten. Head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling. You were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. Hier ist die Grenze zu Guatemala. Dieser See ist der Lago Internacional und grenzt auf Mexiko-Boden und Guatemala-Boden. Und hier hinten ist der Grenzstein. Da sind wir schon, wo wir in ein paar Monaten sein werden, in Guatemala. Hinter uns der bekannte Vogel Quetzal. Der Guatemala-Vogel, der Vogel der Maya-Götter. Den sollten wir hier eigentlich in den Wäldern zur Grenze von Guatemala auch sehen. Ist aber schwierig zu finden. Branches, we can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth one more try. With every star, we are born again. Und nach dem Joggen, Schwimmen, TRX, Liegestützen, Rumpfbeugen Und Yoga. Yoga, Early Bird Yoga, gibt es Frühstück respektive Banana Porridge. Lecker. Ach ja, Entschuldigung. Und das Ganze natürlich gemütlich für uns alleine am Badesee respektive Duschsee.
Und hier kommen sie alle übrigens zum Duschen jeden Abend. Das ist der See, wo man schwimmen kann. Einer von zweien, aber hier ist es definitiv am schönsten zum Schwimmen. Und abends nach Feierabend oder was auch immer, aber so kurz vor Sonnenuntergang kommen hier die Mexikaner hin. Eine Familie nach der anderen angerauscht, um zu duschen. Also würde man das bei uns zu Hause im Thunersee machen, hätte man ganz bestimmt das Gesundheitsamt, Nein, die Nachbarn, dann die Polizei, dann die Anzeige, bla 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 am Hals. Aber hier gehört das... Hier ist das gang und gäbe und das im Nationalpark. Wir fahren jetzt weiter, alles der Grenzstraße zu Guatemala entlang, wo uns einiges erwarten wird. Es warten Maya-Ruinen auf uns, Wasserfälle, Wildlife und eine ziemlich isolierte Natur. Ob es gefährlich ist, werden wir sehen, weil es herrscht ein Drogenkrieg in Mexiko, es wird geschmuggelt. Was sicher zu erwarten ist deutlich mehr Polizeiaufgebot als die sonst schon extrem hohe Polizeipräsenz hier in Mexiko. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir nicht in zu viele Grenzposten und Straßensperren reinfahren werden. Saying go, but son, if you make it, don't forget about home. I'm getting high, getting drunk every weekend. Behind my girl's back, I've been sneaking. Hear the voice of my father saying, son, it's on. Wir sind bei den Las Nubes Wasserfällen, irgendwo im Nirgendwo in Chiapas, rund 10 Kilometer Abstecher von der Hauptstraße, die auch schon sehr langsam ist. Aber hierhin haben wir doch für die 10 Kilometer über eine Stunde gebraucht. Haben ein paar Brücken überquert, alle haben gehalten, Gott sei Dank, wir sind froh. Das Motorrad ist auch noch dran, also alles gut gegangen. Ja, ein weiterer Abstecher, aber es lohnt sich, wirklich schön. Jetzt sind wir wieder auf einem kurzen Walk, circa 2 Stunden, und wir werden mit dieser Aussicht belohnt. For you to put your iPhone down. Grandmama, there's my name in lights. I'm selling out arenas on a Tuesday night. So at your funeral I take us far. So sound like trash, but I'm a superstar. Die Landschaft ist wunderschön hier. Generell fühlten wir uns in den letzten Tagen hier von Afrikas Steppenwüste über Seen in Kanada und hier sieht es aus wie in der Schweiz. Ein Beweis dafür, wie abwechslungsreich Mexiko ist. Hier um uns herum ist momentan ein verdammtes Affentheater. Nachtstimmung, es wird um die Frauen gekämpft. Aber das ist nicht das, was wir euch erzählen wollen, sondern... Also das eigentlich auch. Ja, das auch, aber... Wenn man die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes durchliest, sollte man offensichtlich von einer Reise nach Mexiko absehen. Auch die Mexikaner warnen uns immer wieder davor, vorsichtig zu sein und offensichtlich fehlen im Moment auch die Amerikaner hier im Lande, weil sie einfach Angst haben, hier zu reisen. Aber seien wir ehrlich, auch in Europa kann man zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Wenn man gesunden Menschenverstand walten lässt, kann man den Gefahren aus unserer Sicht relativ gut ausweichen. Wir haben uns zumindest in den 2 Monaten in Mexiko jetzt nie bedroht oder gefährdet gefühlt. Man muss sich an bestimmte Regeln halten, wie zum Beispiel nicht in der Nacht fahren,
genügend früh einen Schlafplatz finden, wo man sich einigermaßen sicher fühlt. Besondere Vorsicht walten lassen bei Überlandfahrten. Vorsichtig sein bei Pannenhilfen oder wenn man sonst angehalten wird, große Menschenansammlungen vermeiden. Mit diesen Maßnahmen hatten wir bisher zumindest nie irgendwelche Probleme. In der Grenzregion, wo wir im Moment unterwegs sind, muss man sicher noch etwas mehr aufpassen. Es wird geschmuggelt, es herrscht ein Drogenkrieg und auch das Thema Migration von Mittelamerika nach Mexiko ist ein Thema. Doch wir sind die Grenzstraße gefahren, ohne uns irgendwie bedroht zu fühlen. Wir hatten zwar zugegebenermaßen ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil die Straße doch schon sehr isoliert ist und weit und breit außer Dschungel nicht viel zu sehen ist. Zwischendurch kommt ein kleines Dörfchen mit ein paar Einwohnern. Wir haben auch schon freundlichere Blicke erhalten, aber auch das irgendwie verständlich, weil die Leute hier haben wirklich nicht sehr viel. Tankstellen gibt es ebenfalls nicht. Gasolin oder Diesel wird in 10-Liter-Kanistern verkauft in jedem Dorf. Jeder verkauft dasselbe. Scheint ein guter Renner zu sein hier. Der Urwald nimmt sich immer mehr und mehr etwas von der Straße zurück. Schlaglöcher und Toppers hatten wir hier besonders viele. Für 100 Kilometer haben wir also fast 5 Stunden gebraucht. Gerade als wir dachten, schlimmer kann es nicht mehr werden, wurden die Löcher doch noch mal ein bisschen tiefer. Wir kommen hier kaum mehr vom Fleck, weil es hat wirklich Schlaglöcher. Unglaublich. Man stellt sich die Frage, sollte man vielleicht besser ein bisschen schneller fahren, damit es weniger schüttelt. Kann man machen, doch diese Löcher hier will man nicht erwischen mit 50 Stundenkilometer. Gottverdammt, hat sie gesagt! Ja, Gottverdammt, hat sie gesagt. Nachdem Sandro viele Toppes gut gefahren ist und ca. 1000 ohne Probleme überstanden hat, ist es schon sein zweites Mal innerhalb 30 Minuten. Und diesmal mit 50, nicht mit 40 und ein ganz übler versteckt im Schatten. Mal besser schauen, ob hinten noch alles in Ordnung ist. Wahrscheinlich nicht. Nur der Kleiderschrank, alles gut. Hätte schlimmer kommen können. Und die Elektronik. Nicht ist gut. Nicht gut. Aber ja, ist halt auch, wenn man so einen Toppes erwischt, ein ziemlicher Achsbrecher. Nicht schön. Also für mich stellt sich langsam die Frage, was ist schlimmer? Minenfeld und Schlaglöcher oder wenn die Straße komplett fehlt? Antwort habe ich nicht, aber man braucht auf jeden Fall jede Menge Zeit. Ein Mexikaner hat uns den Tipp gegeben, zu den Las Guacamayas zu fahren. Dies ist ein Dschungelresort, welches am südlichen Ende des Bioreservats Monte Azules liegt, welches gleich hier drüben auf der anderen Seite des Rio Lacandon anfängt. Einer der größten übrig gebliebenen Regenwälder nördlich des Amazona-Deltas. Windet sich herauf von 250 Meter bis etwa hoch auf 1600 Meter. Wir haben uns hier eingerichtet auf einem herrlichen Stellplatz direkt am Fluss, der sich ideal eignet, um Wildlife zu beobachten. Die Bäume rund um unser Fahrzeug herum sind voll mit Affen, Papageien, die man sehen kann, mit etwas Glück Tukane und mit ganz viel Glück die vom Aussterben bedrohten hellroten Aras. Die haben wir aber noch nicht gesehen, aber mal schauen, wir bleiben ja noch 2 Tage hier. Es lohnt sich nämlich schon nur wegen dem Geschrei der Brüllaffen die ganze Nacht hier 1-2 Nächte zu verbringen. Etwas, was man unbedingt erlebt haben muss und ein spezielles Gefühl ist, im Bett zu liegen und das Gefühl zu haben, die Affen sitzen auf dem Dach und schreien dich an.
Wenn man noch mehr Wildlife sehen will, kann man natürlich auch eine Dschungeltour machen. Es gibt diverse geführte Angebote, die einen mitten in den Dschungel führen, kosten aber relativ viel hier für mexikanische Verhältnisse. Und da wir schon in Borneo, Thailand, Costa Rica und Sumatra Dschungeltrips gemacht haben, sparen wir das Geld für ein neues Abenteuer, zum Beispiel eine Vulkanbesteigung. Das Dschungelabenteuer ist vorbei. Wir lassen die Affen wieder in Ruhe und wir gehen weiter Richtung Yaxchilan, Bonampak, Palenque. Jetzt warten die Maya-Ruinen auf uns.